die Brille zurechtrücken. Und dann geht's auch schon los. Ja, wir haben heute ein spezielles Video für euch geplant. Übrigens, wo sind wir? Ja, am schönsten Platz in der Welt. Richtig. Und Rita ist immer hungrig, deswegen machen wir heute mal ein kleines Futtervideo. Wir schauen uns diverse Lokale an, versuchen für euch herauszufinden, wo es das beste Essen gibt. Nicht nur das beste Essen, es haben uns nämlich auch welche gefragt, die nicht solche Fleischfresser sind wie wir, ob es auch vegetarische bzw. vegane Optionen gibt. Und ich muss sagen, ich habe nie wirklich Ausschau danach gehalten, weil wir einfach sehr flexibel sind, was Essen angeht. Bei anderen Sachen vielleicht eher nicht. Aber wir machen uns auf die Suche und werden herausfinden, wo man auch vegan und vegetarische Sachen bekommt und natürlich andere tolle Sachen. Ganz richtig. Bis gleich. In diesem Video haben wir versucht, so viel wie möglich zu filmen, also so viele wie mögliche Speisekarten zu filmen. Und natürlich haben wir auch was getestet, damit ihr wisst, ob es auch schmeckt. Aber natürlich nicht alles, aber zu dem kommen wir später. Also falls ihr jetzt nicht mitkommt mit dem Lesen der Speisekarten, dann einfach kurz auf Stopp drücken und sich das nochmal durchlesen. Die Waffelhütte, da haben wir uns nichts gekauft, nur mal bei so einem Waffelstand, und das muss ich aber sagen, also bei den Piraten drüben ist so ein Waffelstand und die war exzellent. Also kann ich wirklich sehr empfehlen. Schnitzeldepot haben wir uns dieses Mal auch nicht gegönnt. Wir waren ja eigentlich auf der Suche nach etwas Vegetarischen oder Veganen, von dem her, ja, haben wir da nichts gefunden, deswegen sind wir dann auch vom Schnitzeldepot weitergezogen. Die Leute, die aber dort gegessen haben, muss ich sagen, sahen sehr glücklich aus. Und man muss auch sagen, dass sie dort einfach zu viel Essen haben für einen Tag. Also so viel Hunger kann man gar nicht mitbringen. Dafür waren wir dort bei dieser Fata Morgana, wo es ein paar wirklich interessante ägyptische, griechische Spezialitäten gibt. Wir haben dort 2 verschiedene Gerichte bestellt und vor allen Dingen sehr interessant für Rita auch diese vegane Kleopatra-Pfanne. Und ich war schon sehr gespannt, denn wir haben eben diesen Shop hier eigentlich bis jetzt immer übersehen. Also wir haben uns jetzt einerseits die Kalifenpfanne bestellt, das ist mit Hühnchen. Und andererseits noch die Kleopatra-Pfanne, das ist das vegane Menü, und wir werden das jetzt testen und schauen, ob das gut schmeckt. Wir sind schon gespannt. Ihr seht, das Essen ist weg, es war wunderbar, sehr empfehlenswert, muss ich sagen. Das Einzige, was man aufpassen muss, wenn man vielleicht empfindlich ist, wenn etwas scharf ist. Das heißt, ein bisschen scharf war es schon, aber aushaltbar definitiv. Also nur eine ganz leichte Schärfe. Und sehr, sehr gut geschmeckt. Dann geht es weiter zum Arena Café. Das ist übrigens, wenn ihr vom Duplo-Land kommt, einfach weitergehen auf der rechten Seite. Und dieses Eis ist dasselbe Eis, das quasi im ganzen Park angeboten wird. Also ich glaube, es ist ziemlich egal, wo ihr das kauft. Wobei ich schon die Empfehlung bekommen habe, Kaffee Einstein soll das beste Eis haben. Quer durch den Park verstreut gibt es natürlich auch immer wieder so kleine Snackständchen, wie zum Beispiel hier Popcorn, wo man sich für den kleinen Hunger was holen kann. Wir haben gesehen, dass die Tüten dort auch relativ groß sind, also da könnt ihr euch jederzeit auf jeden Fall zuschlagen. Sie haben auch süßes Popcorn, was sehr interessant ist. Pizza Mania ist auch hier zu finden, also wir sind noch immer bei diesem Duplo-Land, wenn man etwas weiter geht. Wir haben die Pizza noch nicht getestet, muss ich zu meiner Schande sagen, aber ich denke, was kann man bei Pizza falsch machen? Wenn ihr möchtet, können wir aber definitiv bei unserem nächsten Besuch dort reinschauen. Es hat mich auf jeden Fall ganz, ganz gut angeschaut, muss ich sagen. Also definitiv auch ein Place to be vielleicht. Und die Preise eigentlich normal für heutzutage. Natürlich muss es zwischendrin auch mal was Süßes geben, und hier habt ihr verschiedene Optionen an wunderbaren Tüten, die ich mir aber nicht gönne, denn es gibt auch noch eine, jetzt sieht man es, einen Eiskaffee bzw. eine Eisschokolade, und ich bin noch am Hadern, was ich am besten nehmen soll, aber ich glaube, es wird doch die Eisschokolade werden. Ich melde mich gleich zurück, dann seht ihr, ob es wirklich die Eisschokolade geworden ist. So,
während ich mir die, ihr ratet es, Eisschokolade gegönnt habe, gönnt sich Christoph noch etwas Herzhaftes. Und wir haben uns gedacht, wir filmen das auch nochmal für euch. Wir waren zwar schon mal hier, aber ist auch immer wieder super hier vorbeizuschauen. Das Einzige, weil wir gefragt wurden wegen veganen und vegetarischen Optionen, ja, ist hier eher nicht zu empfehlen. Dafür für Fleischtiger umso mehr. Was ihr hier seht, ist das Kids-Menü, also der Drachenhappen, der gar nicht so klein ist. Also auch für keine Kids sehr empfehlenswert. Also ich kann euch sagen, Prinz Eis, ein Herz oder wie auch immer sie sich dann nennt, ist sehr empfehlenswert. Ach, hier spielt wieder die Musik. Sorry dafür. Aber ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Wir haben sowohl den Eiskaffee gekostet als auch die Eisschokolade und beides ist vorzüglich. Es sind 2 Kugeln Vanilleeis jeweils drinnen und Schlagobers oben drauf mit einem Röllchen. Perfekt. Und 94 finde ich ist okay für Freizeitpark, definitiv okay. An unserem Besuchstag waren ja die Schlangen überall sehr lange. Die mit Abstand längste Schlange. Die meisten Leute haben gewartet auf diese Pommes frites im Lego-Format und die waren auch sehr köstlich. Mehr dazu gleich. Meine Lieben, es ist bekannt, Legosteine soll man bitte nicht essen, deswegen ja auch für kleine Kinder eher ungeeignet. Ihr wisst, unser Team spielt ja mit Duplo, aus gutem Grund, wobei er auch schon mal geschafft hat, einen 2x2 Duplo-Stein sich in den Mund zu stecken, aber das ist eine andere Geschichte. Aber es gibt auch essbare, sind das Lego- oder Duplo-Steine? Wohl irgendwas zwischendrin. Und das Lustige ist, es gibt sogar verschiedene. Also es gibt 1x4er, je nachdem, was ihr bauen möchtet, 2x2er und die kann man ohne Bedenken essen. Ach ja, das sind übrigens Pommes. Und die sind sehr, sehr gut, muss ich sagen. Mhm. Auch mein absoluter Favorit, wenn man viel Zeit hat, ist das Stars Grill House. Warum viel Zeit? Weil man sich hier eben direkt ins Restaurant setzt und natürlich dauert das dann alles ein bisschen länger. Ich habe versucht, hier alles abzufilmen, ein bisschen doof, dass es gespiegelt hat, aber ich hoffe, ihr könnt es trotzdem lesen. Und hier gibt es alles Mögliche. Also wir haben bisher eigentlich immer die Burger gegessen. Ich filme dann noch drauf, welches Burger-Set wir quasi immer uns geholt haben. Aber es gibt auch Pasta, es gibt Salate, natürlich Kids-Menüs ist ganz klar, auch sehr wichtig hier im Legoland, denn so viele Kids wie hier unterwegs sind, ist es ja ganz wichtig. Sandwiches und es gibt sogar Cocktails. Die habe ich noch nicht probiert, wow. Zu meiner Schande. Das nächste Mal vielleicht oder auch nicht. Ganz generell, weil uns einige Leute darauf angesprochen haben. Natürlich ist das Essen hier im Legoland jetzt eher in die Richtung Fast Food gehalten. Es gibt, wie Rita richtig gesagt hat, viele Kindergerichte und eher natürlich schnelle Küche. Das ist aber auch ganz bequem, denn wer will schon, wenn er im Legoland ist, 2 Stunden auf das Essen warten. Die Qualität des Essens ist aber, was wir so bis jetzt gesehen haben, eigentlich ganz gut. Man bekommt das Essen auch wirklich sehr schnell. Die Preise sind mehr oder weniger angemessen. Und ja, was würde man sich sonst erwarten als ja, irgendein bequemes Essen, was man schnell runterhauen kann und dann sofort wieder auf die Achterbahn. Wir haben bis jetzt eigentlich immer ganz gut gegessen im Legoland. Auf jeden Fall, sehr empfehlenswert. Was wir persönlich eher weniger empfehlen, wobei ihr könnt natürlich trotzdem vorbeischauen, ist die Markthalle. Das ist eher so quasi so ein Self-Service-Restaurant mäßig aufgebaut. Das heißt, wie bei einem Buffet holt ihr euch an den verschiedenen Ständen das, was ihr gerne möchtet. Vom Geschmack her jetzt nicht unbedingt unser Favorit, aber wie gesagt, vielleicht schmeckt es euch besser als uns. Dann schaut einfach mal vorbei. Sie haben außerdem vielleicht auch das ein oder andere Mal andere Gerichte wieder im Angebot, also vielleicht gibt es nicht immer dasselbe. Was auf jeden Fall bei fast allen Restaurants und Snackbuden auf der Speisekarte steht, ist immer irgendein Salat oder irgendwelche Frühlingsrollen, also auch bei den asiatischen Themenbereichen gibt es das immer. Und das finde ich eigentlich ganz nett, denn dann kann man auch, wenn man jetzt keinen Burger oder keine Chicken McNuggets will, irgendetwas zu essen finden dort auf der Speisekarte. Mhm. Uns auf jeden Fall bei der Markthalle sehr gut gefällt, ist das Innenleben der Markthalle. Also auch wenn ihr nicht dort essen geht, vielleicht schaut ihr einfach mal kurz rein, denn hier ist von der Dekoration schon sehr, sehr aufwendig mit den vielen verschiedenen Lego-Männchen und das ist echt ein Highlight, muss ich sagen.
Ganz richtig. Und hier seht ihr eben die Ständchen, wo man sich das Essen holen kann. Unser All-Time-Favorite am Nachmittag ist auf jeden Fall das Café Einstein, wo man sich Kuchen, Kaffee und allerhand andere leckere Sachen holen kann. Und Rita hat auch schon ein paar Mal dort einen Eiskaffee getrunken, der auch sehr zu empfehlen ist. Ja. Wir haben übrigens noch einen Tipp am Rande für euch, nämlich ihr dürft euch auch ins Legoland was zum Essen mitnehmen. Das heißt, auch ein Grund dafür, dass ich immer meinen Rucksack mit mir rumtrage, weil wir auch immer ein Sandwich bzw. etwas zum Trinken mit haben, genauso wie unsere Wasserflasche, die man wunderbar hier auffüllen kann. Genau. Also auch für euch zum Überlegen, ob ihr nicht was zum Essen mitnimmt. Es gibt 2 Stände, wo man asiatisch essen kann, auf jeden Fall meines Wissens nach, nämlich einerseits vor der Fabrik und andererseits hier im Ninjago-Bereich. Wir sind hier bei der Ninja Kitchen, also im Ninjago-Bereich, und auch da haben wir leider das Essen noch nicht gekostet, möchten das aber definitiv das nächste Mal machen, denn was die Leute da davon getragen haben, sah schon sehr, sehr gut aus. Diese Nudelboxen, definitiv mal zum Probieren. Das nächste Mal, glaube ich, werden wir das probieren. Wir sind satt und zufrieden. Ein wenig traurig, dass wir jetzt wieder aus dem Legoland heraus sind. Aber auf der anderen Seite auch glücklich, weil es ein schöner Tag war. Ja, Rita ist vollgefressen, ihr seht, sie ist glücklich. Wir haben jede Menge gefuttert heute. Hoffentlich war es auch für euch interessant. Wir haben natürlich jetzt nicht die komplette Speisekarte probieren können, die es hier im Legoland gibt. Aber wir haben unser Bestes gegeben. Würden wir anders aussehen. Ja. Wahrscheinlich eher grün im Gesicht. Und etwas noch rundlicher, als wir schon sind. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann gerne her damit. Oder uns würde natürlich auch interessieren, wo ihr immer essen geht, wenn ihr im Legoland seid. Oder ob ihr selbst euer Essen von zu Hause mitbringt. Gibt es irgendetwas, das ihr speziell empfehlen könnt? Wir haben eben noch nicht alles durchprobiert, deswegen wäre das natürlich interessant, denn ich esse sehr, sehr, sehr gerne, wie ihr wisst. Und dann sehen wir uns demnächst sicher mal wieder. Entweder vielleicht hier im Legoland oder in Wild City oder ganz woanders. Wir wissen es noch nicht, aber wenn ihr wollt, dann gibt es bestimmt wieder mal ein Video von uns und uns würde es sehr freuen, wenn ihr uns wieder mal einschaltet. Auf jeden Fall. Macht's gut, Leute. Bis bald. Tschüss aus dem Legoland.